Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ich packe meinen Koffer. Ich nehme 3 Jacken mit und 5 Paar Schuhe. Lukas, bist du bereit? Guten Morgen, Anna. Wohin fahren wir? Nach Berlin? Das ist eine Überraschung. Ich habe noch nichts gepackt. Ja, wir machen einen Kurzurlaub. Ich brauche eine Pause von der Arbeit. Wir essen Currywurst und sehen das Brandenburger Tor. Das klingt nach einem tollen Plan. Herzlich willkommen beim Learn German Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Anna, der beste Reiseleiter der Welt. Aber Lukas, wir haben ein kleines Problem. Ein Problem? Welches Problem? Wir haben keinen Ort zum Schlafen. Wir müssen ein Hotel buchen. Okay, keine Panik. Ein Hotel buchen ist einfach. Aber wir müssen zuerst die Vokabeln lernen. Es gibt verschiedene Zimmer in einem Hotel. Große Zimmer und kleine Zimmer? Ja, aber die offiziellen Namen sind anders. Wenn du alleine reist, brauchst du ein Zimmer für eine Person. Das ist das Einzelzimmer. Das Einzelzimmer. Aber wir sind 2 Personen, Lukas und Anna. Dann brauchen wir ein Zimmer für 2 Personen. Das ist das Doppelzimmer. Es hat ein großes Bett für 2 Personen. Stopp! Ich teile mein Bett nicht mit dir. Du schnarchst. Ich schnarche nicht. Aber gut, wenn wir 2 getrennte Betten wollen, fragen wir nach einem 2-Bettzimmer. Liebe Zuhörer, wir üben diese wichtigen Wörter. Sprecht laut mit. Das Einzelzimmer. Das Doppelzimmer. Das 2-Bettzimmer. Buchen. Reservieren. Ich öffne eine Webseite für Hotels. Ich suche Berlin Mitte. Oh, Lukas, schau dir dieses Hotel an. Es hat 5 Sterne. Es gibt einen Pool auf dem Dach und einen Wellnessbereich. Das sieht toll aus. Aber was kostet ein Doppelzimmer für eine Nacht? Eine Nacht kostet 350 € ohne Frühstück. Siehst du, das ist zu teuer. Wir suchen ein Hotel mit 3 Sternen. Das ist sauber, komfortabel und bezahlbar. Okay, hier ist ein Hotel mit 3 Sternen. Das Hotel zur Post. Der Preis ist 80 € pro Nacht. Das ist gut. Aber ich lese die Bewertungen der Gäste. Was schreiben die Gäste? Ein Gast schreibt, das Zimmer war sehr laut. Die Straße ist direkt vor dem Fenster. Ein anderer Gast schreibt, das Badezimmer war nicht sauber. Nein, Lukas, da möchte ich nicht schlafen. Die Bewertungen sind sehr wichtig. Man muss immer lesen, was andere Menschen sagen. Suchen wir weiter. Suche neu. Hier, das Hotel Sonnenschein. 4 Sterne, 100 € pro Nacht. Die Gäste schreiben, sehr ruhig, tolles Frühstück, sehr saubere Zimmer. Das nehmen wir. Aber wir buchen nicht im Internet. Wir rufen dort an. Anrufen? Auf Deutsch? Das macht mir Angst. Keine Angst. Ich zeige dir, wie das geht. Anna, wir machen ein Rollenspiel. Ich bin der Rezeptionist im Hotel Sonnenschein. Du bist der Gast. Du rufst an und möchtest ein Doppelzimmer für 2 Nächte buchen. Okay, ich bin bereit. Hotel Sonnenschein in Berlin, guten Tag. Mein Name ist Lukas Müller. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Anna Schmidt. Ich möchte gerne ein Zimmer reservieren. Sehr gerne, Frau Schmidt. Für wann möchten Sie das Zimmer buchen? Vom 12. Mai bis zum 14. Mai.
das sind 2 Nächte. Vom 12. bis 14. Mai. Möchten Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Ein Doppelzimmer bitte. Einen Moment bitte. Ja, wir haben noch ein Doppelzimmer frei. Der Preis ist 100 € pro Nacht. Wie ist Ihr Nachname noch einmal? Schmidt. Können Sie das bitte buchstabieren? S, C, H, M, I, D, T. Vielen Dank, Frau Schmidt. Ihre Reservierung ist bestätigt. Wir freuen uns auf Sie. Puh, das war gar nicht so schwer. Du warst super. Das Buchstabieren ist sehr wichtig am Telefon. Namen klingen oft gleich. Liebe Zuhörer, wir üben das Datum. Nach vom kommt immer ten oder sten. Vom 3. Mai bis zum 5. Mai. Vom 3. Mai bis zum 5. Mai. Vom 10. August bis zum 12. August. Vom 10. August bis zum 12. August. Können Sie das bitte buchstabieren? Können Sie das bitte buchstabieren? Warte, Lukas, ich habe etwas vergessen. Ich habe den Rezeptionisten nicht nach dem Frühstück gefragt. Ein Hotel ohne Frühstück ist ein Albtraum. Das ist kein Problem. Man kann immer fragen. Wir lernen jetzt die wichtigsten Fragen für das Hotel. Wie frage ich, ob das Frühstück im Preis ist? Du fragst, ist das Frühstück inklusive? Ist das Frühstück inklusive? Oder was kostet das Frühstück extra? Was ist für dich noch wichtig im Hotel, Anna? Das Internet. Ich muss Fotos von Berlin posten. Gibt es kostenloses WLAN? Das ist ein sehr guter Satz. Gibt es kostenloses WLAN? Und wenn man mit dem Auto reist? Wo kann ich parken? Oder gibt es einen Parkplatz für Gäste? Liebe Zuhörer, sprecht diese wichtigen Fragen nach. Ihr braucht sie in jedem Hotel in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Ist das Frühstück inklusive? Wann gibt es Frühstück? Gibt es kostenloses WLAN? Haben Sie einen Parkplatz? Sind Hunde erlaubt? Wir sind da. Das Hotel Sonnenschein. Die Lobby ist sehr schön. Komm, wir gehen zur Rezeption. Herzlich willkommen. Haben Sie eine Reservierung? Guten Tag. Ja, ich habe ein Doppelzimmer reserviert. Auf den Namen Schmidt. Ah ja, Frau Schmidt. 2 Nächte. Ich brauche bitte Ihren Personalausweis oder Ihren Reisepass. Hier ist mein Reisepass. Vielen Dank. Hier ist Ihr Schlüssel. Ihr Zimmer ist die Nummer 304. Das ist im 3. Stock. Der Aufzug ist direkt dort drüben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. A pleasant stay. Dankeschön. Das Zimmer ist wirklich schön. Sehr hell. Ein großes Bett. Aber warte mal. Was ist los? Ich bin im Badezimmer. Lukas, hier gibt es keine Handtücher. Wie soll ich nach der Reise duschen? Ich muss mich beschweren. To complain. Okay, Anna. Beschweren auf Deutsch. Regel Nummer 1. Bleib höflich. Der Rezeptionist hat die Handtücher nicht gestohlen. Das war ein Fehler vom Reinigungspersonal. Wir rufen die Rezeption an. Rezeption, was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Hier spricht Schmidt aus Zimmer 304. Wir haben ein kleines Problem. Es gibt leider keine Handtücher in unserem Badezimmer. Oh, das tut mir sehr leid, Frau Schmidt.
Ich kümmere mich sofort darum. Ich bringe Ihnen gleich frische Handtücher auf das Zimmer. Vielen Dank, das ist sehr nett. Siehst du? Höflichkeit funktioniert immer. Ein kleines Leider macht den Satz sehr freundlich. Es gibt leider keine Handtücher. Anna, setz dich auf das Bett. Bevor wir Berlin erkunden, erzähle ich dir eine Geschichte. Eine Geschichte über ein großes Missverständnis in einem Hotel. Es ist die Geschichte von Felix. Eine Geschichte. Ich liebe Geschichten. Felix wollte Urlaub am Meer machen. Er rief in einem Hotel an der Ostsee an. Er sagte zum Rezeptionisten: Ich möchte ein Zimmer, aber es ist mir sehr wichtig, dass ich Meerblick habe. Meerblick. Das ist das Beste am Urlaub. Der Rezeptionist sagte: Kein Problem, Herr Felix, wir haben ein perfektes Zimmer für Sie. Felix fuhr 5 Stunden mit dem Auto. Er war sehr müde, aber er freute sich auf das Meer. Er kam im Hotel an, nahm seinen Schlüssel und rannte in sein Zimmer. Er öffnete die Tür, rannte zum Fenster und öffnete die Vorhänge. Und? Sah er das blaue Wasser? Nein, er sah eine große graue Wand und einen Parkplatz. Felix war wütend. Er rannte zur Rezeption. Er rief: Sie haben mir Meerblick versprochen. Ich sehe nur eine Wand. Oh nein, was hat der Rezeptionist gesagt? Der Rezeptionist lächelte und sagte: Herr Felix, Sie haben mich falsch verstanden. Ich habe nicht Meer-Blick gesagt. Das Wasser ist auf der anderen Seite. Ich habe Mehr-Blick gesagt. More View. Dieses Fenster ist das größte im ganzen Hotel. Sie haben mehr Blick auf den Parkplatz als alle anderen Gäste. Das ist ein furchtbarer Witz, Lukas. Ein typisch deutscher Wortwitz. Meer und Meer klingen exakt gleich. Ja, das ist die Gefahr der deutschen Sprache am Telefon. Deshalb ist es wichtig, Fragen genau zu stellen. So, die Handtücher sind da. Die Koffer sind ausgepackt. Berlin wartet auf uns. Wir müssen nur noch die Vokabeln für unsere Zuhörer wiederholen. Dann können wir Currywurst essen gehen. Fassen wir die wichtigsten Wörter für das Hotel zusammen. Sprecht sie noch einmal laut nach. Das Einzelzimmer. Das Doppelzimmer. Ich möchte ein Zimmer reservieren. Ist das Frühstück inklusive? Der Personalausweis. Der Schlüssel. Wir haben ein Problem. Liebe Zuhörer, jetzt seid ihr an der Reihe. Das ist eure Hausaufgabe für das A2-Level. Schreibt einen kurzen Text. Stellt euch vor, ihr plant einen Urlaub in Deutschland. Welches Hotel bucht ihr? Möchtet ihr ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Welche Fragen stellt ihr an der Rezeption? Schreibt auf, was euch wichtig ist. Braucht ihr einen Parkplatz? Wollt ihr einen Hund mitbringen? Macht Fehler, schreibt einfache Sätze. Das ist völlig in Ordnung. Hauptsache, ihr benutzt die neuen Vokabeln. Und achtet am Telefon auf den Unterschied zwischen Meer und Meer. Ich gehe jetzt raus in die Stadt. Ich habe großen Hunger. Viel Spaß in Berlin, Anna. Und an unsere Zuhörer, danke fürs Einschalten. Gute Reise, egal wohin ihr fahrt. Bleibt gesund, lernt fleißig und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wir hören uns nächste Woche. Auf Wiedersehen aus Berlin.